Will jemand in diesen Häusern wohnen? Kleine Reihenhäuser gruppieren sich um einen Hof. Torbögen schaffen Durchgänge. Der Putz bröckelt von den Fassaden und die Vorgärten verwildern, Brennnesseln breiten sich aus. Mehr als die Hälfte der 44 denkmalgeschützten Häuser steht verlassen da. Die verbliebenen Bewohner hoffen seit Jahren auf eine Sanierung. Die Wohnungen werden mit Öfen beheizt, die Elektroleitungen sind uralt. Käthe Buchs wohnt seit 50 Jahren hier. Es war einmal eine Prachtsiedlung, sagt die 93-Jährige. Der Garten hält mich noch hier. Diese Beschreibung zu dem Bauensemble aus 54 Kleinhäusern, das wie gesagt seit 1997 als Gesamtanlage unter Denkmalschutz steht, stammt wohl aus dem Jahre 2008 und ist nachzulesen auf der Internetseite des Bürgervereins Alt-Glienicke. Aber so sieht die Preußensiedlung heute nicht mehr aus. Seit 2012 ist sie vollständig saniert. Errichtet 100 Jahre zuvor, ist sie eines der ältesten Beispiele einer nach englischem Vorbild geplanten Gartenstadt in Deutschland. Besonders preußisch ist an der Siedlung nichts, aber sie ist an der Preußenstraße gelegen, daher der Name. Das Dorf Alt-Glienicke hatte sich mit der Straßen- und Eisenbahnanbindung Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Vorstadt Berlins entwickelt. Um 1910 entstanden auf Initiative der Gemeindeverwaltung neben Villen auch Kleinhaussiedlungen. Im Sinne des Reformwohnungsbaus und der Lebensreformbewegung wollte man auch Arbeitern und geringverdienenden Angestellten preisgünstigen Wohnraum schaffen, der dem hygienischen und haustechnischen Standard der Zeit entsprach und es den Nutzern ermöglichte, sich zumindest teilweise selbst zu versorgen. Unter Bauherrschaft der Landwohnstättengesellschaft begann 1910 der Bau der Preußensiedlung. Die Architektengemeinschaft von Max Bell und Franz Clement errichtete bis 1911 insgesamt 28 Kleinhäuser mit Nutzgärten, Kleintierställen und 2 Erschließungsstraßen. Zur Bauzeit hatten die Häuser 3 Zimmer mit im Durchschnitt 40 Quadratmeter Gesamtwohnfläche. Wie für die Reformarchitektur und den Heimatstil typisch, belebten Bell und Clement die Fassaden und Dächer der Hausgruppen durch malerische Elemente wie Mansardendächer, geschweifte Giebel und Altane in Holzbauweise, die an den Villenbau der Zeit um 1910 erinnern. Nach Fertigstellung erschien im Vorwärts, der Parteizeitschrift der SPD, ein Beitrag, der die Häuser als zu klein und die Grundrisse als unfunktional kritisierte. Möglicherweise war dies der Grund, dass 1913 für den zweiten Bauabschnitt Hermann Muthesius beauftragt wurde. Der preußische Baubeamte, renommierte Architekt und Mitbegründer des Deutschen Werkbunds, hatte Erfahrung im Bau von Gartenstädten. Ab 1909 war an der Planung der Hellerau in Dresden beteiligt gewesen. Die 26 Reihen- und Doppelhäuser von ihm sind in der Art eines Dorfangers um einen langgezogenen Platz gruppiert. Die Geschlossenheit und Reihenbauweise hatten laut Muthesius wirtschaftliche Vorteile für die Bauherren und Bewohner. Sie schützten die Hausfassaden vor der Witterung, sparten Heizkosten ein und benötigten nur kurze Erschließungswege. Die Häuser haben für den englischen Wohnungsbau typische hohe und schlanke Schornsteine. Große, querrechteckige Fenster lassen viel Tageslicht in die Räume fließen. Mit durchschnittlich rund 50 Quadratmetern ist die Wohnfläche der Häuser etwas größer als bei jenen des ersten Bauabschnitts. Nachdem nach der Wende mehrfach der Besitzer gewechselt hatte und nach jahrzehntelangem Verfall wurde die Preußensiedlung von 2010 bis 2012 durch den Investor Terraplan und seine Partner aufwendig denkmalgerecht saniert und um 2 Doppelhäuser ergänzt. Die Grundrisse der Häuser des ersten Bauabschnitts mussten bei der Sanierung wegen der schon 1911 kritisierten funktionalen Mängel weitgehend verändert werden. Historische Gestaltungselemente wie die Schornsteine, die Biberschwanzdeckung, der grobkörnige Besenputz, Haustüren und Fenster mit Sprossenteilung wurden aber denkmalgerecht restauriert und ergänzt. Zusätzlich wurden Balkone und Erker aus Eichenholz originalgetreu restauriert oder nach historischem Vorbild neu errichtet. Bei den Gebäuden des zweiten Bauabschnitts wurden die historischen Grundrisse erhalten. Lediglich Küche und Wohnraum wurden mit einem Durchbruch verbunden, um eine bessere Nutzbarkeit der Raumfläche und die Belichtung aus 2 Himmelsrichtungen zu ermöglichen. Zudem wurden Wannenbäder eingebaut. Außerdem ist in der Preußensiedlung ein Energiesparkonzept zum Einsatz gekommen, das energetisch wichtige Bauteile entweder innen oder außen mit Dämmmaterial versehen hat, ohne dabei die historische Anmutung zu verändern. Und um die Eingangsfrage zu beantworten, die Antwort lautet ja. Die Wohnungen waren alle mit Abschluss der Sanierung verkauft. Im nächsten Video schauen wir uns dann die nahegelegene Gartenstadt Falkenberg an, deren Häuser wesentlich farbiger sind als hier. Die sogenannte Tuschkastensiedlung von Bruno Taut. Bis dahin, alles Gute.